In diesem Video möchte ich mit dir über das Affiliate Marketing für Anfänger sprechen. Wenn du ganz neu im Affiliate Marketing bist, wenn du es vielleicht gerade das erste Mal gehört hast, dann kommen wahrscheinlich ganz große Fragezeichen. Ne? Was ist überhaupt dieses Affiliate Marketing? Ist es dasselbe wie das Multilevel Marketing? Ist das vielleicht etwas, was man besser nicht machen sollte? Wird man davon wirklich schnell reich im Internet? Ja, was ist denn nun Affiliate Marketing? Ja, Affiliate Marketing ist erstmal gar nichts Krummes, ja. Es ist auch nichts, womit man schnell reich wird. Das ist leider Gottes auch so. Aber es ist etwas, womit du Geld verdienen kannst. Das ist die gute Nachricht. Äh, Wenn du aber jetzt denkst, dieses MLM ist dasselbe wie Affiliate Marketing, dann bist du komplett auf dem Holzweg. MLM heißt Multilevel Marketing und das findet zum Beispiel statt, wenn du Produkte im Namen einer anderen Firma verkaufst, und zwar ja zum Beispiel in diesen Partys. Ne? Also es gibt ja diese Partys, da werden Kosmetika verkauft oder Putzmittel verkauft, egal welche Art von Produkten, die gibt es. Und ja, da werben andere Leute an, um dann eben so eine Party durchzuführen. Ne? Dafür bekommt derjenige, der die Produkte verkauft, eine gewisse Provision von der Firma und liefert die an seine Kunden aus. Das alles hast du beim Affiliate Marketing nicht. Du musst nicht in Vorleistung gehen. Das heißt, du musst dir kein Produkt kaufen, was du dann anschließend bewerben kannst, sondern du kannst das mit deinen Erfahrungen, mit allem, was du schon über dieses Produkt vielleicht weißt, kannst du das dem Nutzer zur Verfügung stehen. Nämlich darum geht es beim Affiliate Marketing. Du empfiehlst jemandem ein Produkt, von dem du im besten Fall komplett überzeugt bist, damit derjenige etwas erreichen kann. Es geht darum, einen Mehrwert zu geben. Es geht darum, eine Win-Win-Win-Situation aufzubauen. Das heißt, du als Affiliate-Marketer empfiehlst jemand anderem ein Produkt, was er gebrauchen kann. Und der dritte, nämlich der Hersteller des Produkts, profitiert davon, weil er sonst den Verkauf, den du für den Hersteller getätigt hast, nicht gemacht hätte. Heißt, der Kunde auf der einen Seite hat das Produkt, was er braucht. Der Hersteller hat einen Verkauf erzielt, den er ohne dich nicht erzielt hätte, und du bekommst eine Provision vom Hersteller, so dass du auch davon profitierst für deine Beratung. Also letztendlich bist du derjenige, der berät, der empfiehlt, der ja vielleicht einem guten Freund, ne? Vielleicht kann man das so am besten beschreiben. Du empfiehlst einem Freund ein Produkt, was er gut für seine Zwecke gebrauchen kann. Also vielleicht hast du Freunde, die dich auch einfach mal um deine Meinung fragen. Das ist noch gar nicht lange her, da hat meine Freundin mich angeschrieben und hat gefragt: „Wie findest du die Gardine hier bei mir am Fenster? Ist das zu viel oder kann ich die da hängen lassen im Flur?“ Der ist ein sehr kleiner Flur und dann halt stellte sich die Frage: „Soll da noch eine Gardine hin oder lieber nicht, ne, lieber offen lassen?“ Ihr gefiel die Gardine so gut. Also wäre jetzt die Frage: Kann ich ihr guten Gewissens empfehlen, die Gardine da hängen zu lassen, oder ist das eher lieber nicht so der Fall und ist das dann too much, ne? Besser ist in diesem Fall, als Affiliate-Marketer solltest du hier ganz ehrlich sein. Ne? Also ist diese Gardine wirklich eine gute Wahl oder ist sie es eben nicht? In dem Fall könntest du dann dem Kunden, deinem potenziellen Kunden erklären, unter welchen Umständen das eine gute Wahl sein könnte und unter welchen Umständen eben nicht. Ja, also ich habe meiner Freundin zum Beispiel gesagt, der Flur ist sehr klein, aber die Gardine sieht sehr schön aus und es fällt auch noch genug Licht durch. Also ja, ich kann sie dir guten Gewissens empfehlen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Affiliate Marketing gibt es eigentlich schon überall. In einem anderen Video, das verlinke ich jetzt hier mal drüber, hast du schon gelernt, dass Versicherungsmakler eigentlich immer Affiliate Marketing betreiben, aber auch Makler tun das. Ne? Die haben eine Wohnung, die sie weitervermieten möchten, oder ein Haus, das sie verkaufen möchten, egal wie. Und das tun sie im Auftrag eines Kunden und dafür kassieren sie eine Provision. Dafür ist ihr Job, dass möglichst alle guten Seiten dieses Hauses, dieser Wohnung, was auch immer er verkaufen will, herauszustellen und dem Kunden das darzulegen, ne? Zu gucken, ob das für seine Bedürfnisse richtig ist. Ne? Vielleicht ist es ein traumhaftes Haus, aber der Kunde hat 3 Kinder und es ist vielleicht nicht so toll, wenn er einen Marmorboden hat, wo was drauffallen kann, das dann schnell kaputt geht. Also das macht keinen Sinn. Aber wenn er ein schönes Haus hat, ne, wo man aber auch viel Wiese hinter hat, wo die Kinder spielen können, dann würde das schon eher Sinn machen. Also du siehst, dein Affiliate-Marketing, das, was du deinem Nutzer an die Hand gibst, muss immer ganz genau auf ihn abgestimmt sein. Und so solltest du auch Affiliate-Marketing betreiben, ne? Mit einer gewissen, ja,
Ehre. Also im Sinne von, du kannst natürlich jedem alles empfehlen oder einfach nur Links verteilen. Das ist auch eine Art von Affiliate Marketing, aber du hilfst damit niemandem. Affiliate Marketing, da geht es darum, dass du demjenigen hilfst. Ja? Es geht darum, dass du die bestmögliche Wahl für ihn herauspickst und ihm das empfiehlst. Natürlich entscheidet der Kunde selber, ob es das Richtige für ihn ist oder nicht. Ne? Zum Beispiel, ob das Haus das Richtige ist, ob das in der richtigen Lage ist, ob das am richtigen Ort ist, ob das die richtige Größe hat. All das hast du keinen Einfluss drauf. Aber du kannst dem Kunden ja das Haus näher bringen, kannst ihm die verschiedenen Räume zeigen, du kannst ihm zeigen, was besonders schön ist, was nicht so schön ist vielleicht. Ne? Also wenn wir ehrlich sind, dann nennen wir sowohl die Vor- als auch die Nachteile. Also am Ende ist das Dasein eines Maklers auch nichts anderes als das eines Affiliate-Marketers. Man empfiehlt, ja, man zeigt dem Nutzer, wie er und was er besonders gut mit dem Haus oder der Wohnung machen kann. Und so handelt es sich um jedes andere Produkt. Du zeigst dem Kunden ein Produkt, wovon du überzeugt bist. Vielleicht hast du irgendein Produkt, was dir besonders gut gefällt. Ja? Sagen wir mal, hier hinter mir sind Hue Light Stripes von Philips Hue. Sehr schöne Sache. Ich kann das alles über Smart Home schalten. Finde ich immer ganz toll. Ich habe da auch ganz viele Sachen von, weil ich finde, das gibt so ein unheimlich schönes Licht. Ne? Kann ich dir also guten Gewissens empfehlen. Du siehst es hier. Ich benutze es auch selber. Das wäre jetzt eine Art von Affiliate-Marketing, wenn ich dir das empfehlen kann. Wenn ich dir zeigen kann, okay, möchtest du eine gemütliche Stimmung vielleicht in deinem Wohnzimmer haben, dann ist das was für dich. Wenn du aber ja, auf sehr viel Licht in deinem Büro angewiesen bist, dann solltest du vielleicht davon die Finger lassen. Dann ist kein Lightstripe das Richtige für dich. Das ist nichts, womit du richtig Licht machen kannst, damit du auch was sehen kannst. Ja? Also, das ist Affiliate Marketing. Ich empfehle dir, es ist ein Empfehlungsmarketing. Ich empfehle dir etwas für dich Passendes. Sage dir im besten Fall, muss man natürlich ein bisschen aussieben, gerade im Internet, die Wahrheit über dieses Produkt und du entscheidest dann, ist das was für mich oder ist das eben nichts? Und beim Affiliate Marketing im Internet ist es so, dass du das alles über deine Webseite machst. Das Schöne ist, du kannst das da 24/7 machen. Heißt, du schreibst einen Artikel auf deiner Webseite, in einen Blogpost, du zeigst vielleicht in Fotos, im Video oder ganz egal in was, zeigst ganz genau, welches Produkt du empfiehlst oder eben auch nicht empfiehlst. Ne? Ich meine, kann ja auch mal sein, dass du ein Produkt hast, aber da gar nicht so von überzeugt bist. Also warum nicht? Ne? Warum dann nicht sagen, ja, das ist nicht unbedingt meins, weil. Aber immer halt Gründe nennen, warum oder warum nicht, sodass der andere wiederum eine Entscheidung treffen kann, ob es für ihn was ist oder nicht. Das Schöne daran ist, du kannst dein Blogpost ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, 365 Tage im Jahr und hast du den einmal geschrieben, ist ja nämlich genau das, was dir immer wieder Geld bringt. Ne? Der Kunde liest deine Empfehlung und am Ende klickt er auf den Link und kauft etwas. Zum Beispiel bei Amazon oder auch jedem anderen Partnerprogramm, Affiliate-Programm, was es mittlerweile gibt. Nämlich das hat sich mittlerweile auch in Deutschland durchgesetzt und nahezu jeder Anbieter, jeder größere Anbieter hat ein Affiliate-Programm. In einem anderen Video werden wir noch einmal ganz viel genauer darauf eingehen, wie das Affiliate-Marketing bei Amazon funktioniert. Das sind ein paar kleine Feinheiten, deswegen ist das immer eine gute Wahl, gerade wenn du anfängst. Aber ich hoffe, das hat dir jetzt schon mal einen Einblick darüber vermittelt, was überhaupt Affiliate Marketing ist, wie das Ganze funktioniert und ob das vielleicht genau das Richtige für dich ist. Wenn du noch mehr wissen willst, unter diesem Video findest du einen Link zu meinem Affiliate Marketing Kurs. Vielleicht gefällt dir das ja und du wirst sehen, der ist erschwinglich. Es sind nicht diese 598 € Kurse, wo du richtig viel Geld aufbringen musst, bevor du erst einmal loslegen kannst und ich dir irgendwelche Geheimnisse verrate. Ich verrate dir keine Geheimnisse, ich verrate dir das Handwerkszeug, das du brauchst, um ein eigenes Business im Affiliate-Marketing aufzubauen. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.